Wenn du bemerkst, dass du mit dem Mundstück viel zu viel Druck auf deine Lippen ausübst, dann wirst du natürlich auch kennen, dass du keine Ausdauer hast. Die Tonkontrolle geht weg und für diesen Tag ist der Auftritt bzw. dein Trompetentraining beendet. Der Muskel braucht Regenerationszeit. Das geht auch ganz oft einher mit, man platziert mit der Innenkante des Mundstücks im Lippenrot, also man drückt sich die Lippe ab. Letztendlich möchte man genau das erreichen, weil wenn man mit dem Mundstück etwas Lippenmaterial abdrückt bzw. einengt, schwingt dieses weniger Lippenmaterial etwas schneller. Man kommt also leichter in die Höhe. Das Problem ist, wie gerade eben erwähnt, der Ansatz verformt sich bzw. unsere Muskeln verlieren ihre Kraft und für den Tag oder vielleicht sogar für den nächsten ist auf jeden Fall Pause angesagt. Regenerationszeit ist dann das Thema. Wie können wir also in die Höhe spielen, ohne diesen Druck auf unsere Lippen auszuüben? Die Ausgangsüberlegung ist ja, man möchte, dass weniger Lippenmaterial schwingt, dieses dann schneller schwingt. Die Luft fließt auf die gleiche Art und Weise weiter. Aber dadurch, dass wir ja die Muskulatur stärker anspannen, fließt weniger Luft durch diese Lippenöffnung. Das heißt, der Druck im Körper steigt, der Luftdruck. Aber nicht der Druck des Mundstücks. Und das muss man wirklich unterscheiden. Wenn man einfach nur den Begriff Druck benutzt, muss man einfach differenzieren. Ist damit der Druck vom Mundstück auf die Lippen oder ist der Luftdruck im Körper gemeint? Ich meine den Luftdruck im Körper. Das ist ganz wichtig zu wissen. Das heißt, wir drücken nicht mit dem Mundstück unsere Lippen ab, sondern wir spannen die Muskulatur an, damit weniger Lippenmaterial schwingt. Diese natürlich auch dem Luftdruck, der im Körper ansteigt, entgegenwirken kann. Und dementsprechend kannst du dann auf der Trompete leichter die hohen Töne spielen. Das heißt, wenn ich also zum Beispiel mal beim C1 starte, dann drücke ich nicht das Mundstück gegen die Lippen, sondern ich spanne meinen Ansatz an und nach unten lockere ich wieder. Ganz klare Angelegenheit. Also wenn du das trainierst, mach es in deinem Tonraum und achte immer darauf, dass du nie die Trompete gegen die Lippen drückst. Wir wollen unseren Lippen bzw. auch unseren Zahnbogen, der hinter den Lippen sitzt, schonen. Ansonsten haben wir so viel Druck, dass sich eben die Zähne verschieben. Das auch wieder nicht so optimal wäre. Und wenn du jetzt weiter nach oben gehst, kannst du das Ganze trainieren, indem du zum Beispiel mal vom C2 Töne nach oben schleuderst. Aber nicht durch Wupp, Druck, sondern durch das Anspannen der Ansatzmuskulatur. Und absolut unkontrolliert. Das heißt, ich konzentriere mich nur darauf, dass meine Ansatzmuskulatur anspannt. Ob das Ziel jetzt oben eine Oktave ist oder Ton XY, das ist erstmal ganz egal. Wir müssen uns bewusst machen, was unsere Lippenmuskulatur arbeitet. Natürlich sind Faktoren wie die Zunge, die ja auch eine Bewegung mit nach oben macht, entscheidend, beziehungsweise natürlich auch unsere allgemeine Fitness, die wir sowieso beim Trompetespielen ja in allen Bereichen trainieren, sei es Ansatzmuskulatur, Zungenposition, Luftführung, offener Hals, Körperspannung, Spannung, die im Körper entsteht, um eben dem Luftdruck standzuhalten, etc. pp. Also es sind ja viele Faktoren. Letztendlich ist es ja ein Ganzkörpertraining, was wir mit unserer Trompete da machen. Aber jetzt natürlich immer mit dem Hinblick, was macht die Ansatzmuskulatur. Und dann schaffst du es, dass du oben in dem Bereich über das dreigestrichene C kommst. Und dann empfehle ich dir, oben Töne auszuhalten. Das heißt, wenn wir wie gerade eben das mit Ausgangston C2 hatten, dann spielst du nach oben und hältst den Ton aus. Danach wieder etwas Ruhe der Ansatzmuskulatur geben, auch mal kurz lockern, aber nicht zu viel, sonst schwellen die Lippen so an, weil die Durchblutung steigt und dann kannst du es nochmal machen. Also letztendlich ist es so, dass du dich um das Gefühl, um die Kontrolle deiner Ansatzmuskulatur kümmern musst. Das ist jetzt aus dem ganzen System natürlich nur ein herausgenommener Punkt, der aber wirklich entscheidend ist, dass du diese Blockade verlierst, dass der hohe Ton nur mit engem Hals, viel Druck des Mundstücks gegen die Lippen etc. pp. Zu spielen ist. Das Problem dadurch ist, du hast natürlich einen sehr scharfen Klang, sehr forciert, es ist für dein Umfeld sehr laut und dementsprechend hast du natürlich hier die Möglichkeit, das Ganze lockerer und eleganter unterm Strich zu spielen. Dabei wünsche ich dir viel Erfolg, lass am Ende ein Like und ein Abo da und schreibe in die Kommentare, wie es bei dir funktioniert oder welche Erfahrungen du gesammelt hast. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompetespielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.